Heute bei den Lately News musste in Dortmund die Feuerwehr ein Mehrfamilienhaus evakuieren, da im Keller eine Schlangenhaut gefunden wurde. Leider kein Einzelfall in Deutschland, gerade wenn man Reptilienmenschen als Nachbarn hat. Weswegen ich immer dafür plädiere, vor dem Einzug den Nachbarn lebende Mäuse vor die Nase zu halten. Beißen diese zu, sollte man weiter nach einer Bleibe suchen. Außer man sucht in Hannover, da würde jeder Nachbar zubeißen. Und nicht, weil das Reptilienmenschen sind, sondern einfach nur typische Hannoveraner. Noch mehr gleich bei News. Hier ist Berlin mit den aktuellen Lately News aus dieser und der nächsten Welt. Natürlich heute Abend wieder mit mir, Florian Strehlherz. Und selbstverständlich bin ich auch heute Abend wieder nicht allein im Studio, sondern auch dieses Mal werde ich unterstützt von den einzigartigen Lately News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Kapstadt oder wieder aus Bielefeld oder zumindest vielleicht. Aber kommen wir zuvorderst einmal zu den wichtigsten Nachrichten der Woche und schauen nach Berlin. Immer noch bin ich kein großer Fan der Straßenverkehrsordnung, die ich definitiv auch weiterhin nicht in Ordnung finde. Warum verbietet mir dieses ominöse Gesetzbuch, dass ich nicht auf dem Dach meines Ferraris auch noch meine Koffer mit Panzertape befestigen darf, wenn ich zum Skifahren in die Schweiz will? Für mich stellen 68 Koffer auf dem Dach keine Gefahr dar. Denn immerhin treffen die ja im schlimmsten Fall nicht mich, sondern nur die anderen. Dachte sich vermutlich auch ein 15-Jähriger, der sich die Autoschlüssel seines Vaters schnappte, um nun in dessen Chevrolet eine Spritztour durch Berlin zu machen. Nun ist echtes Autofahren nicht so wie Autofahren in GTA Online, sodass der 15-Jährige mit sagenhaften 20 km/h über die Berliner Stadtautobahn schlich. Und natürlich wurde er schnell von der Polizei gestoppt. Zudem gab es für ihn keine Strafe, da es schon eine Strafe an sich ist, ein Chevrolet zu fahren. Währenddessen in Hamburg. Was oft in dieser lustigen Nachrichtensendung untergeht, ist die Tatsache, dass ich ein ziemlich guter Maler bin. Und es ist nicht nur ein Gerücht, aber Banksy hat alles bei mir gelernt. Nun ist es natürlich ziemlich einfach zu sagen, dass ich ein brillanter Maler bin, ohne meine Werke zu zeigen. Dieses hier hängt zum Beispiel im Klo in der 4. Etage des Louvre und heißt Paris, wenn es echt dunkel ist. Es zeigt hier schön eine Kombination von Pointillismus und Surrealismus. Oder dieses hier hängt im MoMA hinter der Spülung in der 8. Etage mit dem Namen New York, wenn es echt dunkel ist. Barock und doch auch abstrakt. Ach so, noch eine News. Ein von Winston Churchill gemaltes Bild, das seinen Lieblingswhisky zeigt, hat bei einer Auktion in Hamburg sensationelle 1 Million Euro eingebracht. Leider nicht verkauft wurde Winston Churchills Bild mit dem Titel Blackout nach 10 Flaschen meines Lieblingswhiskys. Derweil in New Orleans. Wenn es ein Motto gibt, an das ich mich immer halte, dann das meiner Tante Erna, nämlich We are the champions, no time for losers. Und natürlich gab es deswegen auch einen Urheberrechtsstreit zwischen meiner Tante Erna und Queen. Also nicht der Band Queen, sondern mit der Queen of England. Weil nämlich im Kindergarten Juan Carlos I. Elizabeth den Sandeimer weggenommen hatte und meine Tante ihr wieder zurückholte, im Gegenzug dafür, dass Elizabeth dann auf den Thron verzichten würde. Was Elizabeth aber 1952 nicht machte. Jedenfalls hat in einem ähnlichen Fall nun die UEFA auf eine Klage gegenüber einem Pizzahersteller verzichtet, der seine Pizza Champignons League nannte, was der UEFA anfangs zu sehr nach Champions League klang. Wobei Champignons League und Champions League ungemein viel gemein haben. Beide sind total langweilig, aufgetaut ziemlich eklig und bei beiden gewinnt Paris niemals den Titel. Egal wie viele Champions sie auf die Pizza legen. Unterdessen in Bergen. Auch während der Corona-Krise 2020 und 2021 und 2022 und 2023
habe ich immer wieder sehr viel Wert darauf gelegt, meine Zuschauer über die aktuellsten Corona-Bestimmungen zu informieren. Und so lag es mir immer auch am Herzen, speziell auf die komplizierten Corona-Verordnungen hinzuweisen, die für Sexpartys in dieser Krise galten und immer noch gelten. Auch wenn ich nicht glaube, dass es Sexpartys wirklich gibt. Alleine schon, weil ich in meinem Leben zu verdammt vielen Dingen eingeladen wurde, aber noch nie zu einer Sexparty. Und das, obwohl ich mehrere Wirecard-Vorstände persönlich kenne und Beate Uhse meine Großtante war. Lügen strafen mich nun leider Fußballer des norwegischen Erstligisten Brandbergen, die eine Sexparty gefeiert haben sollen. Und das nicht zu Hause hinter verschlossenen Türen, sondern direkt auf dem Spielfeld im Stadion von Brandbergen. Ehrlich gesagt würde das jedes Fußballspiel deutlich spannender machen und ich hoffe, dass die FIFA das bald übernimmt. Aber schalten wir jetzt noch einmal schnell zum Wetter und zu unserem Wetterkorrespondenten Froschi Fernweh mit der aktuellen Wettervorhersage für die nächsten 3 Tage. Danke, Froschi Fernweh. Und immerhin bedeutet diese Wettervorhersage, dass es in den nächsten Tagen Sonne en masse geben wird an den schönsten Ferienzielen, an denen du definitiv nicht sein wirst. Aber keine Sorge, wenn du dann Urlaub machst, wird es wieder ordentlich regnen und Schnee geben, selbst in der Sahara. Also ein fast normaler Mai in dem Leben eines jeden Pauschalurlaubers. Das waren die Late News für heute, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Freitag mit weiteren aktuellen Nachrichten. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.